König sein, das ist so ein Ding. Vor allem, wenn man der letzte afrikanische Monarch mit absoluter Macht ist, so wie seine Hoheit König Mswati III. Vom Königreich Swasiland. Er feiert derzeit 50 Jahre Unabhängigkeit von Großbritannien, zudem seinen 50. Geburtstag. Und gestern hat er angekündigt, dass Swasiland ab sofort nicht mehr Swasiland heißt. Sein Land sei einfach zu oft mit der Schweiz verwechselt worden, begründet der König. Swasiland und Switzerland, zwei kleine Länder auf zwei unterschiedlichen Kontinenten. Die Schweiz hat rund 41.000 Quadratkilometer Fläche, Swasiland 17.000, ist also nicht halbmal so groß wie die Schweiz. Die Schweiz hat 8,4 Millionen Einwohner, Swasiland 1,5 Millionen. Und Swasiland heißt ab sofort Eswatini. Nachfrage bei der Schweizer Botschafterin in Südafrika. Wir erreichen sie heute Nachmittag über WhatsApp. Sie ist auch für das kleine Königreich Swasiland, Eswatini, zuständig. Wir wollen wissen, wie ernst es dem König mit dem Namenswechsel ist. Und jetzt haben Sie wieder ein bisschen... Und so vom Typ her ist er einer, der dann auch macht, was er sagt, oder ist das vielleicht in 2 Wochen schon wieder, sieht es wieder anders aus? Das ist natürlich schwierig für mich zu beurteilen. Ich kann Ihnen aber sagen, das scheint ein längeres Anliegen zu sein vom König. Er hat schon das letzte Mal, als er in New York vor der UNO-Vollversammlung geredet hat, hat er angekündigt, dass er gedenkt, den Namen zu wechseln. Auch die Botschafterin wurde schon mehrfach verwechselt. Wenn man einen Anlass geht oder so, passiert uns das gelegentlich, dass wir dann halt einen Badge bekommen, zwar mit dem richtigen Namen, aber unten steht dann Swasiland. Switzerland, Swasiland und die Sache mit der Verwechslung. Schon 2003 hat der Kassensturz aufgezeigt, wie viele Briefe, die eigentlich für die Schweiz bestimmt sind, in Swasiland landen. Haufenweise. Jeden einzelnen davon muss die Post in Swasiland in die Schweiz zurückschicken. Wir schauen zuerst nach den Briefen mit einem Straßennamen in der Adresse. Das ist das Einfachste, denn unsere Adressen haben keine Straßennamen. Wir sehen dann ziemlich schnell mal, dass der Brief in die Schweiz hätte gehen sollen. Wir rufen bei der Swazi Post an, um herauszufinden, ob auch heute noch so viele Briefe aus der Schweiz bei Ihnen landen. Doch es nimmt niemand ab. SRF-Nachrichtenchef Gregor Meyer erinnert sich, wie auch er schon für einen Reporter aus Swasiland gehalten wurde. Ja, ich war vor 13 Jahren am Weltsozialforum als Journalist in Brasilien, in Porto Alegre. Grosser Anlass mit hunderten Journalisten und dort bei der Akkreditierung ist mir die Akkreditierung ausgehändigt worden, wo drauf steht Swiss National Television Swazilandia. Und ich musste natürlich schmunzeln, weil es steht schon Swiss National TV, aber man hat dann trotzdem Swasiland daraus gemacht statt Switzerland. Die Namensänderung habe aber auch noch einen anderen Grund, erklärt die Schweizer Botschafterin in Südafrika. Ich denke, das hat schon eine gewisse Symbolik. Swasiland ist natürlich im Prinzip ein englischer Ausdruck, der abstammt von Swati, also von der afrikanischen Bezeichnung. Und wie man ja gesehen hat, es hat natürlich verschiedene Länder in der Region, die sich entschlossen haben, ihre Namen zu ändern. Gerne hätten wir auch in Eswatini selbst erfahren, was man sich vom neuen Namen erhofft. Wir erreichen den Bruder des Königs, der die Verfassung des Landes mitgeschrieben hat. Am I talking to Prince David? Yes, you are. Ah, thank you. Do you have a minute or am I disturbing you? Can you call me in about 20 minutes from now? Absolutely, no problem, no problem. I will call you. I'm driving. Okay, I'll call you in 20 minutes. Absolutely. All right. Talk to you soon. Thanks. Okay, All right. bye-bye.